Es ist nass und es ist kalt. und es ist München. Aber so lange wollen wir hier auch gar nicht bleiben. Nee, es geht nämlich nach Rom. Da hinten fährt nämlich in absehbarer Zeit unser Nachtzug. Wir nehmen nämlich gleich einen Nachtzug der österreichischen Bundesbahn. Mit eigenem Schlafabteil. Und Dusche und allem. Sehr aufregend. Ich bin sehr gespannt. Und schon sind wir unterwegs im Nachtzug. Und es gibt ein Begrüßungsgetränk. Ja denn, zum Wohl. Zum Wohl Auf Rom. auf eine gute Fahrt. Wir hatten gerade eben schon eine Einführung durch den, ich weiß gar nicht, wer ist der Schlafwagenbegleiter. Hauptschaffen. Und wir haben erstens schon mal die Speisekarte durchgeblickt. Mathieu ist schon wieder hungrig. Ja, ich muss schon probieren, wie das hier schmeckt. Und wir müssen vor allem noch, hast du eigentlich einen Stift? Ja, ich habe Stifte dabei. Wir müssen hier noch unsere Frühstückskarte auswählen und ausfüllen und auswählen, was wir morgen zum Frühstück haben wollen. 6 Komponenten sind inkludiert. Ja, also ich will jedenfalls einen Kaffee und einen Orangensaft. Und Gebäck brauche ich auch und Butter. Und dann sind ja schon 4 Komponenten weg. Ich will Käse. Saunaschinken. Schön. Nutella passt da jetzt nicht. Ah, Gouda. Ja, haben wir das Frühstück auch schon ausgewählt. Wir müssen gleich noch eine kleine Tour durch unser Compartment machen. Ich weiß nicht, ob es hier viele Sehenswürdigkeiten gibt. Oh, toll, es gibt ein Bad. Naja, aber Bad haben wir hier auch. Da. Es ist jedenfalls nicht sonderlich geräumig hier, das muss man schon sagen. Es gibt hier so einen kleinen Tisch. Und der Rest des Volumens ist durch Gepäck ausgefüllt. Ja, und so sind wir jetzt 13 Stunden unterwegs bis nach Rom. 13 Stunden sind es. Aber ja, es ist ja auch ein Nachtzug und ein Schlafzug, also werden wir hoffentlich gut schlafen. Ich merke jetzt schon, dass dieses Ratateng, Ratateng, Ratateng eine sehr hypnotische Wirkung auf mich hat und ich bestimmt gut schlafen werde. Ja, ich kann mich ja nur an Zugreisen erinnern, da konnte ich immer nicht wahnsinnig gut schlafen. Ich bin gespannt, wie es heute ist. Mathieu hat sein Essen bekommen. Ja, das Essen ist gekommen. Spaghetti. Also Einstimmung auf Italien. Riecht auch ganz gut. Ja. Kein Käse, aber sonst riecht es ganz gut. Mal gucken. So, jetzt war der Herr dann da, hat sich den Spaghetti-Teller abgeholt und dann auch gleich unser Zimmer umgebaut. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diese Gurtgarnitur hier, dieser Harnisch, Man könnte auch sagen Kindersicherung. dass diese wieso habe ich eine Kindersicherung? Dass diese Kindersicherung jedenfalls kaputt war und da mussten wir jetzt kurzfristig nochmal die Kabine wechseln, was aber nichts macht, weil die eigentlich genauso aussieht und echt auch kein Quadratmillimeter größer ist. Aber jedenfalls ganz schön raffiniert, wie sie hier dann so die Betten aufgeklappt haben und dann so eine Leiter vorgezaubert haben und dann haben wir noch so 1 oder 2 Stellen gefunden, wo man doch noch Koffer unterbringen kann und jetzt ist da echt so ein gemütliches kleines Schlafzimmer draus geworden. Und Matratze fühlt sich auch ganz gut an. Und ja, ich glaube, ich werde ganz gut schlafen. Also ich könnte ja nicht sagen, dass ich wahnsinnig gut geschlafen habe, aber der Zug ist pünktlich. Florenz liegt hinter uns. Ich glaube, in einer guten Stunde kommen wir in Rom an und darum werde ich jetzt mal hier duschen gehen. Semmeln sind heute aus. Dafür gibt es Vollkornbrot und ein Croissant. Ja, wie man sieht, hat uns der Schaffner das Frühstück gebracht, während wir durch die Toskana fahren. Und jetzt bin ich mal gespannt. Immerhin Kaffee gibt's, Orangensaft gibt's Müsli. und ja, ich bin hungrig. Vielleicht noch ein Wort zum Duscherlebnis hier. Ich würde es als zweckmäßig charakterisieren. Was meinst du? Das Wasser ist heiß, das ist schon mal gut. Vor allem, was man echt sagen muss, was eines der tollsten Dinge ist Zug zu fahren und ein eigenes Abteil zu haben und die anderen Mitreisenden nur am Rande mitzukriegen. Ja, und
Schon sind wir angekommen in Rom. Ganz pünktlich. Ganz pünktlich, war eine sehr angenehme Zugfahrt. Kann man öfter mal machen, so mit dem Nachtzug. Machen. Und man muss schon sagen, es tut schon ganz gut, einigermaßen erholt und frisch gewaschen und nicht siffig irgendwie hier anzukommen. Nur mehr als 3 Kubikmeter Gepäck sollte man nicht haben, weil sonst einfach die Kabine voll ist. Ja, ist auch so schon voll. Nee, aber es ist wunderbar. Es ist hier grau, aber sehr angenehm mild. Ich möchte es nicht warm nennen, aber mild ist es in dem Fall. Und wir werden uns jetzt mal auf den Weg ins Hotel machen. Und dann stürzen wir uns mal in die Stadt. Na los! Wir haben ja wieder diesen Fehler gemacht. 2 Stunden, das reicht für die Caracalla-Thermen. Reicht leider nicht. Reicht überhaupt nicht. Das ist alles so groß und es gibt wieder so viel zu sehen, dass wir das jetzt leider gar nicht alles geschafft haben in der Zeit, bevor es wieder zugemacht hat. Ja, deswegen stehen wir jetzt hier hinterhalb des Geländes. Man sieht es an dem Zaun, dass wir hier nicht runter dürfen. Aber man hat eine wunderschöne Aussicht von hier oben, muss man auch sagen. Ja, man sieht alles ganz gut, wenn man mal den Kopf durch die Gitterstäbe steckt. Und ja, im Großen und Ganzen haben wir schon alles gesehen. Also die beeindruckenden Mosaiken, die unterirdischen Gewölbe, diese riesigen Schwimmhallen. Ich würde da schon ganz gerne jetzt ins Wasser springen können und mich vielleicht in so eine heiße Wanne setzen, in diesen riesigen Hallen, wenn sie denn noch stehen würden. Und heute ist es zwar erstaunlich mild und man friert auch überhaupt nicht, aber in so ein warmes Dampfbad würde ich jetzt trotzdem gerne. Ja, das wäre toll. Heute ist das Wetter tatsächlich ziemlich schön, also haben wir die Gelegenheit genutzt, aus Rom mal rauszufahren und sind in Tivoli in der Villa Adriana, der Sommerresidenz des Kaisers Hadrian. Sowas wie ein Architektur-Disneyland der Antike mit lauter aufregenden Strukturen und versteckten Winkeln und Ecken. Und wir haben unseren Freund Enrico dabei. Enrico ist Restaurator und er kennt sich genau aus mit den ganzen alten Materialien hier und kann uns alles ganz genau erklären. Das macht diese Besichtigung hier zu einem ziemlich interessanten Erlebnis. Unser letzter Tag in Rom, es ist strahlend schönes Wetter und wir haben beschlossen, die Sonne draußen in Ostia Antica zu genießen. Ostia Antica ist ja ähnlich wie Pompeji oder Herculaneum, so eine ganze Stadt aus der Antike, die erhalten ist, wo man auch noch so richtig ein Gefühl dafür kriegen kann, wie so eine antike Stadt funktioniert hat. Und hinter uns sieht man auch den Kapitolstempel von Ostia Antica. Wie es heute weitergeht, wissen wir noch nicht so genau, weil wir noch nicht ganz wissen, wie wir nach Hause kommen. Nee, eigentlich sollten wir am Abend in den Nachtzug einsteigen, Richtung München. Der fährt aber zwischen Rom und Bologna nicht, sondern erst ab Bologna. Und so wirklich konnte uns keiner sagen, wie wir jetzt heute nach Bologna kommen sollen. Das wird spannend, wenn wir am Abend am Bahnhof sind. Mal sehen. Der Plan ist, dass wir morgen wieder zu Hause sind. Ob es klappt, wissen wir nicht. Ja, jetzt sind wir in unserer Apollo 13 Kapsel angekommen. Und kommen hier auch nicht mehr raus. Nee, es ist winzig klein. Wir haben dieses Mal kein Deluxe-Abteil und das ist jetzt noch ein bisschen kleiner. Dafür kann man gleich mit einer Hand das Badezimmer erreichen. Das ist nämlich hier. Wir sitzen auf meinem Bett und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Hier sind die ganzen Koffer und dann ist hier noch ein bisschen Platz, um die Füße baumeln zu lassen und das war's. Ja, insgesamt hat es jetzt geklappt. Also wir sitzen jetzt im Zug nach München, mit dem wir hoffentlich morgen früh in München ankommen. Wir haben heute in Rom am Schalter noch einen hochoffiziellen Fahrschein für die Frecciarossa bekommen, die wir ersatzweise nutzen durften, da der Zug ja zwischen Rom und Bologna nicht gefahren ist.
Handgeschriebenes Zugticket. Wann hat man sowas schon mal? Ja, wir hätten noch erste Klasse draufschreiben sollen. Ja, angekommen sind wir dann in Bologna. Der Zug ist dann gleich gekommen. Jetzt sitzen wir hier drin, warm ist es. Und fahren hoffentlich bis nach München. Wenn alles gut geht, kommen wir morgen um 9:30 Uhr dort an. Und Dann geht es weiter nach Berlin zurück. dann geht es weiter zurück nach Berlin. Damit endet auch unsere abenteuerliche Reise. Oder endet sie fast zumindest. Und wir sagen mal Tschüss. Tschüss. Ich kletter mal nach oben in mein Bett da oben.